Das Klassische nenne ich das Gesunde und das Romantische das Kranke. Und da sind die Nibelungen klassisch wie der Homer, denn beide sind gesund und tüchtig. Das Nibelungenlied zeigt uns in großen Zügen die unverderblich wuchernde Macht der Untreue, aber in der vollständigsten und tiefsten Entwicklung gibt uns den Charakter Kriemhilds. Es löst in sicherem Durchfortschreiten die großartige Aufgabe, wie die herrlich aufblühende, jedes Herz gewinnende Jungfrau durch den grausamen Verrat, der an ihrer Liebe zu den edelsten Helden begangen wird, zur furchtbaren Rachegöttin sich verwandelt. Das Nibelungenlied ist von großer, gewaltiger Kraft. Die Sprache, worin es gedichtet ist eine Sprache von Stein, und die Verse sind gleichsam gereimte Quadern. Hie und da aus den Spalten quellen rote Blumen hervor, wie Blutstropfen, und zieht sich der langen Efeu herunter, wie Tränen. Wer Übersaat aller modernen Künstlerei und nach einem stärkenden Trunk frischen Quellwassers dürstet, wer die Natur in ihrem Dichterschmucke, das Schicksal in seinen straffenden Ernste, den Menschen in seiner Schwachheit und in seiner Kraft, wer die unverwischbaren Züge deutscher Nationalität in einem teuren Spiegel gesammelt sehen möchte, der trete herzu und lese das Lied der Nibelungen. Zweifelt, so viel euch beliebt, und erwägt philosophische Gründe, aber dem Dichter erscheint mindestens eines verbirgt. Wer den Gesang erhub mit dem Falken im Traume der Kriemhild, war auch den Tod Siegfrieds schon zu verkünden gewillt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir beginnen mit einem neuen Buch. Die beim Livestream dabei waren, wissen es bereits. Wir lesen ab jetzt das Nibelungenlied. Schon mal vorweg an meine englischsprachigen Zuseher. Ich werde bei diesem Buch keinen Untertitel machen, weil dieses Buch, weil es natürlich ein Lied ist in Versform geschrieben. Das heißt, es reimt sich. Und solche deutschen Reime, in Deutsch mag es sich reimen, in Englisch aber nicht. Und ich würde mal behaupten, dass der Zauber durch den Reim kommt. Und wenn man den nicht versteht, ich weiß nicht, ob das so wirklich gut ist. Deswegen lasse ich es diesmal weg. Sei es drum, ich werde andere Projekte parallel starten, wo ich den Untertitel wieder schreiben werde. Aber schon mal vorweg, ja, es gibt keinen Untertitel für das. Zur Nibelung selbst. Das kommt aus dem 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert, so ein bisschen dazwischen. Das ist natürlich ein Heldenepos mit Siegfried. Man kennt ja die Geschichte, ist weit verbreitet. Und es ist so, dass im 19. und im 20. Jahrhundert war das sogar ein Nationalepos, beziehungsweise der werte Siegfried war ein Nationalheld der Deutschen, weil man sich gerne mit dem Siegfried als, in Englisch würde man Chad sagen, im Deutschen ist es eben der Siegfried. Das ist einfach ein Prototyp sozusagen, an dem sich viele gerne, oder ein Idealbild, wenn man so will, an dem sich viele gerne messen. Es ist auch so, dass das Nibelungenlied unterschiedlich interpretiert wird, beziehungsweise dass die Geschichte mal ein bisschen variiert von Dichter zu Dichter. Mal ist es so, dass der Drache den Siegfried tötet, den Schatz beschützt und dass er dort die Tarnkappe findet. In anderen ist es so, dass er die Tarnkappe von einem Zwerg bekommt. Dann wiederum ist es so, dass der Zwerg der Drache ist, der nur die Tarnkappe hatte. Und dann gibt es noch wieder andere Erzählungen, wo das Rheingold, was er ja später findet, und der Drache unterschiedliche Orte sind. Das heißt also, erst findet er da das Rheingold und später besiegt er den Drachen. Das hat dann nicht unbedingt was miteinander zu tun. Wie dem auch sein, ich weiß nicht, wie es hier in dem Buch ist. Und dann würde ich mal sagen, springen wir einfach mit rein. Achso, vielleicht noch zu erwähnen, das ist von den Emil Engelmann geschrieben, das Buch. Für das Teutsche Haus. Der werte Emil, beziehungsweise der Herr Engelmann, hat die Geschichte ein wenig verdaulicher geschrieben, wenn man so will, ein bisschen umgeschrieben. Es ist sogar am Ende sogar noch eine Kopie von dem Originaltext, wie er aussieht. Den kann ich euch leider nicht vorlesen. Das ist wirklich sehr altdeutsch. Also da kann ich nicht mal erkennen, was die Buchstaben sind.
So, da haben wir hier das erste Bildchen. Ich blende es euch mal hier ein. Das wird wahrscheinlich Siegfried in der Mitte sein. So ein bisschen vorzeigen, was passieren wird, aber die Geschichte ist ja wohl bekannt. Gut, das Nibelungenlied für das Deutsche Haus von Emil Engelmann. Im Übrigen, nochmal kurz vorweg. Es ist in Versform geschrieben. Das bedeutet, es reimt sich immer am Ende. Und wenn man erstmal drin ist, dann liest sich das fast von selbst. Nichtsdestotrotz neige ich manchmal dazu zu stolpern. Ich werde versuchen, um die Flussform zu lassen, um die Lesegeschwindigkeit zu halten und das alles schön und geschmeidig zu machen, werde ich versuchen, bei groben Schnitzern zu schneiden. Und zwar dann das so zusammenzuschneiden, damit das quasi in einem Fluss abläuft. Kann ich aber nicht ganz vermeiden. Vielleicht werden noch ein paar so rüberspringen sein. Es ist ein bisschen so, als würde man eine Holperstraße laufen. So ähnlich fühlt sich das manchmal an. Manchmal kommt man gerade durch, aber dann trifft man doch auf einen Stein und dann holpert man kurz. Naja, wie muss sei. Genug Vorgeplänkel, fangen wir an mit dem Nibelungenlied. Das wollte ich schon immer machen. Ich finde das doch total geil. Ihr werdet sehen, es liest sich wunderbar und es macht auch unfassbar Spaß. Weil wenn man einmal drin ist, das ist dann schon so, das ist einfach ein schönes Ding. Ich habe gehört, einige haben das Nibelungenlied noch nie gelesen, was eine Schande ist. Und ich ja auch nicht. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. So. Erstes Abenteuer. Wie Kriemhild träumte. Uns ist in alten Meeren gekündet wunders viel, von lobenswerten Helden, von kühnem Waffenspiel, von Freuden Hochgezeiten, von starker Recken Streit, von Weinen auch und Klagen, vernehmt aus alter Zeit. Es wuchs einst in Burgunden ein edles Mägdelein, darf wohl in allen Landen nicht schönres mochte sein. Kriemhild war sie geheißen, das wunderschöne Weib, um das hernach viel Degen verloren ihren Leib. 3 Könige, die pflegten, die Jungfrau tugendreich, Gunther und Gernot hießen, die Recken ohnegleich. Der dritte und der jüngste, das war Held Giselher, der edlen Schwester Pflege ward ihnen nicht so schwer. Zu Worms am Rheine wohnten die 3 in ihrer Kraft, in ihren Landen diente viel stolze Ritterschaft. Das war von Tronje Hagen und auch der Bruder sein, dank ward der viel behende von Metzer Ortewein. Sodann die beiden Grafen Gere und Eckewart und Volker von Alzeie, ein Held von echter Art. Rumhold der Küchenmeister, ein Degen auserwählt, sind Hold und Hunhold weiter, wer ist, der jeden zählt, der dort am Hofe weilte, der reichen Fürstenmann, gar viele Recken sind es, die ich nicht nennen kann. Dank ward war der Marschall und auch Herr Ortewein, der stand in hohen Ehren, er durfte truchfest sein, sind Hold der goss als Schenke den Rheinwands Sirne Flut, und Kämmerer war Unhold, der Degen treu und gut. Von dieses Königs Hofes preiswerter hoher Kraft, von allen seinen Ehren und von der Ritterschaft, wie sie die Fürsten pflagen mit ihrer starken Hand, davon wird Lob gesungen weithin in alle Land. Die Königin Frau Ute, der Jungfrau Mutter war, ihr Vater König Dankrad war tot schon manches Jahr. Er ließ das Land den Söhnen, der reiche starke Mann, der einst in seiner Jugend der Ehre viel gewann. Und mit den Brüdern teilte die Ehren all Kriemhild, einst träumte sie ihr Falke, so stark und schön und wild, der sterbe durch 2 Ehren, sie musst's mit Augen sehen, ihr konnt auf dieser Erden kein größer Leid geschehen. Sie kündet ihrer Mutter, Frau Ute, es danach, die sucht den Traum zu deuten, indem sie also sprach: Der Falke, den du träumtest, das ist ein edler Mann, ihn wolle Gott behüten, sonst ist's um ihn getan. Was sagt ihr mir von Manne, viel liebe Mutter mein? Ich möcht von Mannesminne gern stets behütet sein. Ich möcht schön verbleiben, für immer bis zum Tod, und niemals von der Minne gewinnen bittre Not. Frau Ute sprach: Verrät es, doch liebes Kind nicht so, denn sollst du je auf Erden von Herzen werden froh. Das kommt von holder Minne, die stärket Seel und Leib, du wirst, so Gott's dir gönnet, bald eines Ritters Weib. Die Rede lasset bleiben, viel liebe Mutter mein,
Es mag an manchen Weibe gar bald zu sehen sein, wie Liebe nur mit Leide so oftmals lohnen tut. Ich will sie meiden beide, dann geht's mir is immer gut. Und nicht erlag der Minne Kriemhildens stolzer Sinn, es lebte frohe Tage die schöne Königin. Wie Holdenlenz erblühte ihr Wonne gleicher Leib, bis doch sie einst mit Ehren ward eines Helden Weib. Das war derselbe Falke, den sie im Traum gesehen. Mit ihm ist wie Frau Ute, es deutet der Geschehen. Doch den erschlagenen Rechte Kriemhild gar ungelinnt. Durch dieses eine Sterben starb mancher Mutter Kind. Das ist schon mal richtig, richtig geil geschrieben, oder? Das macht wirklich Spaß. Ich bin an ein paar Punkten ein bisschen gestolpert. Hat man vielleicht ein bisschen mitbekommen, dass ich ein paar Silben verschluckt habe. Aber es liest sich wunderbar. Also es macht Spaß. Es macht wirklich super Spaß. So, das zweite Abenteuer machen wir noch. Wie Siegfried erzogen ward. Auch in den Niederlanden erwuchs ein Königskind. Siegmund, so hieß sein Vater, die Mutter Siegelind. Die Burg, in der der Knabe erwuchs, ist wohl bekannt. Zu Sanden an dem Rheine, so ist die Burg genannt. Herr Siegfried war geheißen, der junge Degen gut. Er rang mit vielen Recken in seinem kühnen Mut. Durch seines Leibes Stärke kam er in manches Land. Hei, was er schneller Degen bei den Burgunden fand. Und eh der kühne Knabe erwuchs zum starken Mann, hat er schon große Wunder mit seiner Hand getan, da voll in allen Landen man sing es bis diesen Tag, dass solches ich euch heute nicht weiter künden mag. Als nun der edle Jungherr erstmals zu Hofe ging, da sahen ihn alle gerne, manch schönes Auge hing an ihm und blickte sehnend, o käm er immer da, hold waren ihm die Frauen, das ward man bald gewahr. Da ließ sein Vater Siegmund verkünden weit und breit, er wolle Hochgezeiten, Begehen und Festlichkeit. Die Mehre ward verbreitet, weithin in alle Land, den Freuden und den Fremden gab Rossmann und Gewand. Und wo man einen wusste, der Ritter sollte sein, nach seines Hauses Ehren, den lud man freundlich ein, somit den edlen Siegfried das Schwert zu nehmen mag, zum reichen Niederlande, zum festlichen Gelag. Wie Wunder ist zu sagen von dieser Festlichkeit. Siegmund und Siegelinde, die standen wohl bereit. Den Gästen damit Gaben aus reicher Königshand, der Fremde sah man viele zu reiten in das Land. Schwertdegen an 400 empfingen Ritterkleid, mit ihren jungen König gar manche schöne Maid, sah man da viel geschäftigt, denn jeder war ihm hold, die Frauen legten Perlen und Steine in das Gold, mit reichen Borten nähten sie im emsig Kleid und Kleid, den Schwertgenossen Siegfried, das war wohl keinem Leid. Zur Sonnenwend geschah es, dass Ritterschaft gewann, Siegfried da stand in Sitzen für manchen kühnen Mann, da ging zu dem Münster ganz mancher reicher Knecht und viele edle Ritter die alten Taten recht, dass sie den Jungen dienten, von dem da man getan, und ihn zu euchen Ehren sich freuten sich daran. Als man dem Herrn zum Preise nun eine Messe sang, erhub sich von den Degen im Münster großer Drang, da sie zu Rittern wurden nach hergebrachtem Recht, solch hohe Ehren werden nicht jedem Edelknecht. Drauf eilten sie zum Schlosse, dort stand gar manches Ross. Der Buchurt war im Hofe des Königs also groß, dass man ertönend hörte den Palast und den Saal, die hochgemuten Degen, die schufen diesen Schal. Die Lanzensplitter pflogen bis zum Balkon hinan, da hatten kurzweil alle im Schlosse Weib und Mann. Doch endlich hieß genug sein, Siegmund des Kampfes Spiel, man sah zerspellt zerbrochen, der starken Speere fiel, und viele Edelsteine, die lagen in dem Gras, gar manchem lichten Schilde von Speere so geschah's. Es folgten gern die Gäste, der Kämmerer gebot, zu Tisch wohl leckre Speise man all den Müden bot, und Wein den allerbesten, den man die Fülle trug, den eigenen und Fremden gab Ehre man genug.
Herr Siegmund ließ verleihen, Siegfried dem jungen Mann, das Land mit all den Burgen, die sonst in seinem Bann, und auch den Schwertgenossen gab seine milde Hand, so viel, dass das die Reise sie freute in das Land. Das Hofgelage währte bis an den 7. Tag, sie gelind die reiche Herrin der alten Sitte pflag, dass sie dem Sohn zuliebe aus Teilen rotes Gold, sie wusst es zu verdienen, dass alles ihm ward hold. Kein Fahrender, kein Armer war in dem ganzen Land, dem Rosse nicht und Kleider fast stoben von der Hand, als brauchten sie zum Leben nunmehr den einen Tag, manch sah man niemals Gesinde, das größere Milde pflag. In Ruhmesglanz und Ehren verging die Festlichkeit, die hohen Herren alle, die waren wohl bereit, dass sie den jungen König empfingen nun als Herrn, doch Siegfried ließ der Edle das Reich den Eltern gern. Solange als noch lebten Siegmund und Siegelind, mocht nicht die Krone tragen Siegfried ihr treues Kind. Doch wo Gewalttat drohte, da ward der Degen wert, im Lande allenthalbe mit seinem gutem Schwert. Ihn durfte niemand schelten, seit er die Waffe nahm, genoss der Ruhe selten, der Recke lobesam. Er suchte nur zu streiten, und seiner tapferen Hand macht ihn im fremden Reichen allüberall bekannt. Hammer, oder? Richtig kraftvoll, richtig geil. Also macht richtig Spaß. Bin wieder ein bisschen gestolpert, aber wie gesagt, ich versuche das immer so ein bisschen zu überspringen. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber da feiert immer jemand wieder in seinem Zimmer. Gut, dann hoffentlich hat das bis hierhin euch gefallen. Das wird ein tolles Buch, sage ich euch jetzt schon. Es hat ungefähr, wartet mal, lasst mich mal schauen. Es hat, lasst mich mal schauen. Moment, das ist hier hinten, das ist die Geschichte schon zu Ende. 238 Seiten. Und danach kommt Ursprung, Dichter und Bearbeiter des Nibelungenlieds. Das ist dann quasi nochmal so ein kleiner Bonus. Und hier eben gibt es nochmal die Seite abgedruckt. Die gibt es aber im Weltnetz auch. Also unbedingt muss man die jetzt hier nicht haben. Ist auch nur eine stinknormale Kopie, wenn man so will. Und hier ist sogar, ja, zeige ich euch alles später, wenn wir soweit sind. Wir wollen ja nicht zu weit vorgreifen, ne? So, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Lasst uns lesen. Wieder bei dem Nibelungenlied. Und dann sehen wir uns wieder bei. Moment. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Lasst uns lesen!